Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der weit verbreiteten und sehr gut bekannten Parallelschaltung. Sie ist dadurch ausgezeichnet, dass die einzelnen Widerstände an beiden Kontakten jeweils direkt miteinander verbunden sind. Ich werde zunächst ein einfaches Beispiel für eine Parallelschaltung zeigen. Anschließend werde ich die Formeln herleiten und einige Merksätze formulieren. Und gegen Ende des Videos werde ich eine Beispielberechnung durchführen. Ich habe mir dafür eine Berechnung für den Gesamtwiderstand ausgesucht, da es dabei immer wieder bestimmte Schwierigkeiten gibt, die ich hier aus dem Weg räumen möchte. Zunächst zu einem einfachen Beispiel. Wir sehen hier eine Waschmaschine und ein Bügeleisen. Beide werden an einer Doppelsteckdose betrieben und sofern sie denn eingeschaltet sind, liegen sie somit an der gleichen Spannungsquelle, sprich sie sind parallel geschaltet. Sofern diese Deckenlampe in diesem Raum an der gleichen Phase betrieben wird wie diese Steckdose, ist auch diese Lampe nun parallel geschaltet zur Waschmaschine und zum Bügeleisen. Ein wesentlicher Vorteil der Parallelschaltung liegt nun darin, dass ich in der Lage bin, jeden einzelnen Verbraucher einzeln zu schalten. So wie in diesem Fall, dadurch, dass ich den Schalter hier anbringe, kann ich den Widerstand R1, den Verbraucher R1 einzeln ein- oder ausschalten. Ich kann aber zum Beispiel auch einen Schalter anbringen, mit dem ich in der Lage bin, die beiden Widerstände R2 und R3 separat zu schalten. Und ich kann mir weitere Schalterkonstellationen vorstellen, zum Beispiel an dieser Stelle, wodurch ich dann alle Verbraucher gemeinsam ein- oder ausschalte. Auch das ist ein wesentliches Merkmal der Parallelschaltung. Genauso wichtig bei der Parallelschaltung ist es aber auch, dass alle drei Verbraucher direkt mit beiden Anschlüssen an der gleichen Spannungsquelle liegen. In dem Beispiel oben waren das 230 Volt, nämlich die Betriebsspannung, die üblicherweise in Westeuropa und in weiten Teilen der Welt benutzt wird, um Verbraucher zu betreiben. Daher diese drei Verbraucher nun an der gleichen Spannungsquelle liegen, kann ich somit die erste Formel aufstellen, die da lautet, dass alle Spannungen innerhalb der Parallelschaltung gleich sind. U1 ist gleich U2 ist gleich U3 und ist wiederum gleich der Gesamtspannung, die ich hier in der Formel einfach mit U bezeichne. Da ja nun jeder einzelne Widerstand, sprich jeder Verbraucher, an einer Spannungsquelle angeschlossen ist, fließt natürlich nun auch durch jeden dieser Widerstände ein Strom. Die beiden Ströme I2 und I3 können nun aber nur über diese Leitung zu ihren Widerständen gelangen. Und damit gilt nun, dass sich die beiden Ströme auf dieser Leitung zum Strom I2 plus I3 addieren. Dieser Teilstrom und auch der Strom I1 können nun wiederum nur über diese Leitung bis zu diesem Verzweigungspunkt gelangen, sodass das nun wiederum für diesen Gesamtstrom der Schaltung bedeutet, dass er aus der Summe aller drei Ströme besteht, nämlich aus I1 plus I2 plus I3. Und somit steht hier die zweite sehr wichtige Formel für die Parallelschaltung, nämlich der Gesamtstrom ist gleich der Summe der Teilströme. Umgesetzt auf unser Beispiel bedeutet das, dass in dieser Leitung der Teilstrom für dieses Bügeleisen fließt, in dieser Leitung fließt der Teilstrom für die Waschmaschine, in der Zuleitung zu dieser Doppelsteckdose fließen beide Ströme zusammen, der Teilstrom für das Bügeleisen und der Teilstrom für die Waschmaschine. In der Zuleitung zu dem gesamten Raum kommt nun der Teilstrom hinzu, der zu dieser Lampe fließt. In den einzelnen Leitungen finde ich also nun immer einen Teilstrom oder aber Summen aus Teilströmen und in der Gesamtzuleitung finde ich nun den Gesamtstrom zu dieser Parallelschaltung wieder. Ich sollte mir nun bei dieser Stromformel auch klar machen, dass mit jedem weiteren Verbraucher, den ich in die Parallelschaltung einfüge, der Gesamtstrom größer wird. Würde ich noch einen vierten Verbraucher hinzufügen, so würde zu diesen drei Teilströmen noch ein vierter Strom hinzukommen, sodass der Gesamtstrom weiterhin zunehmen würde.
Und das würde nun auch bedeuten, dass damit der Leitungsquerschnitt hier vorne möglicherweise erhöht werden muss. Im Folgenden möchte ich nun die Formel für den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung herleiten. Das bedeutet, von hier aus gemessen werde ich ja einen Widerstandswert messen können, der stellvertretend für sämtliche Widerstände in dieser gesamten Parallelschaltung steht. Wir sehen hier nun schon die Gesamtformel zur Berechnung des Widerstandes dieser Parallelschaltung. Tatsächlich berechne ich hier allerdings den Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Im Folgenden werde ich nun zeigen, wie man auf diese Formel kommt. Dafür muss ich mir allerdings nun noch einmal klar machen, was es mit einem Widerstand überhaupt auf sich hat. Der Widerstand eines Bauelementes ist ein Maß dafür, wie stark dieses Bauelement den Stromfluss hemmt. Das kommt hier im Ohmschen Gesetz zum Ausdruck. Der Strom ist gleich U durch R. Je größer der Widerstandswert ist, desto kleiner wird der Strom bei einer gegebenen Spannung sein. Denn wenn ich hier zum Beispiel 10 Volt annehme und einen 10 Ohm Widerstand unterstelle, so fließt 1 Ampere, wird nun aber dieser Widerstandswert größer, zum Beispiel 20 Ohm, so wird der Stromfluss nur noch 0,5 Ampere betragen. Je größer also der Widerstand ist, desto kleiner ist der zugehörige Strom. Statt nun ein Maß einzuführen, den Widerstand, das mir beschreibt, wie stark der Strom gehemmt wird, könnte man aber auch genau umgekehrt vorgehen und ein Maß dafür einführen, wie gut ein Bauelement den Strom hindurchfließen lässt. Diesen Wert nennt man Leitwert. Der wird nicht oft verwendet. Es hat sich der Widerstand durchgesetzt, jedoch wäre grundsätzlich die Denkweise in Leitwerten auch möglich und an dieser Stelle bietet sich das auch an. Ich ordne nun also meinem Bauelement keinen Widerstandswert mehr zu, sondern den sogenannten Leitwert. Der Leitwert verhält sich nun genau umgekehrt zum Widerstand, was sich dadurch ausdrückt, dass dieser Wert umso größer ist, je kleiner der Widerstand ist, beziehungsweise umgekehrt, je größer der Widerstand ist, desto kleiner ist der Leitwert. Und das drückt sich nun in dieser Formel aus. Das bedeutet aber nun auch, je größer der Leitwert ist, desto größer ist der Strom, der durch dieses Bauelement hindurchfließen kann. Weiter oben habe ich bereits gezeigt, wie ich für einen bestimmten Widerstandswert und bei einer gegebenen Spannung mithilfe des Ohmschen Gesetzes die Stromstärke berechnen kann. Das geht mit I gleich U durch R. Wende ich nun aber den Leitwert an, so wird aus I gleich U durch R I gleich U mal G. Die Spannung von 10 Volt wird nun mit dem Kehrwert des Widerstandes, das ist ja gerade der Leitwert, multipliziert, also 10 Volt mal, in diesem Fall 0,1 Siemens. Siemens ist im deutschsprachigen Raum die Einheit für den Leitwert und somit komme ich wieder auf 1 Ampere. Wesentlich dabei ist die Denkweise, dass der Leitwert ein Maß dafür ist, wie gut der Strom durch die Schaltung hindurchfließen kann. Und je größer der Leitwert ist, desto besser kann der Strom hier hindurchfließen. Und somit kann ich nun, sofern ich nur ein Bauelement in meine Schaltung einbeziehen, davon ausgehen, dass der Gesamtleitwert meiner Schaltung dem Leitwert dieses Bauelementes entspricht. Schalte ich aber nun ein weiteres Bauelement parallel dazu, so wird es ja für den Strom einen weiteren Weg gehen, den er fließen kann. Und daher kann ich dann den zweiten Leitwert einfach zum ersten hinzuzählen, um auf den Gesamtleitwert zu kommen. Und das gilt nun für jedes weitere Bauelement, das ich hier einfüge. Es wird dann der Gesamtleitwert die Summe dieser Teilleitwerte sein. Und somit gilt eben G, der Gesamtleitwert ist gleich G1 plus G2 plus G3 und so weiter. Es wird also der Gesamtleitwert mit jedem Bauelement, das dann landläufig als Widerstand bezeichnet wird, größer. Die Leitfähigkeit nimmt zu. In der Praxis hat sich nun aber durchgesetzt, dass man dem Bauelement nicht den Leitwert zuordnet, sondern eben genau diesen Widerstandswert. Der ist aber genau das Gegenteil des Leitwertes,
sodass eben G 1 durch R entspricht. Ich kann nun also dieses G1 durch 1 durch R1 ersetzen, G2 ersetze ich durch 1 durch R2 und G3 ersetze ich durch 1 durch R3, einfach nur, um diesen Sachverhalt mit Hilfe der Widerstandswerte auszudrücken. Und das gleiche gilt auch für den Gesamtleitwert, der wird durch 1 durch R Gesamt ersetzt. Und genau diese Formel wird in den Fachbüchern in aller Regel angegeben. Als wichtigen Merksatz sollte man sich hier nun merken, dass der Gesamtwiderstand dieser kompletten Parallelschaltung mit jedem Bauelement, das ich hinzufüge, kleiner wird. Denn die Leitfähigkeit wird ja mit jedem Bauelement größer. Außerdem sollte man sich merken, dass der Gesamtwiderstand dieser Schaltung kleiner ist als der kleinste einzelne Widerstand. Das kann man recht leicht verstehen, denn wenn ich mir nun vorstelle, dass ich zunächst nur diesen Widerstand von 10 Ohm hier anschließe, von zum Beispiel 10 Ohm, so wird der Gesamtwiderstand 10 Ohm betragen. Schließe ich nun einen weiteren Widerstand an, der größer ist als 10 Ohm, so nimmt aber die Leitfähigkeit zu, sodass der Gesamtwiderstand dieser Schaltung kleiner werden muss als 10 Ohm. Und somit gilt ganz allgemein eben die Aussage, dass der Gesamtwiderstand kleiner ist als der kleinste einzelne Widerstand. Im Folgenden werde ich nun noch ein Berechnungsbeispiel zeigen, bei dem ich mit Hilfe von 3 Widerstandswerten R1, R2 und R3 den Gesamtwiderstand ermittle. Und anschließend werde ich zeigen, wie ich diese etwas unhandliche Formel für 2 bzw. 3 Widerstände so umwandeln kann, dass auf der linken Seite der Gleichung nicht mehr der Kehrwert des Widerstandes steht, sondern direkt der Gesamtwiderstand. Für mein kleines Rechenbeispiel habe ich nun 3 Widerstände ausgewählt und sie parallel geschaltet. R1 soll 10 Ohm haben, R2 25 Ohm und R3 50 Ohm. Ich muss nun diese 3 Widerstandswerte in diese Formel einsetzen. Das ist hier geschehen. Ich rechne 1 durch 10 Ohm, das ist 0,1 Siemens, 1 durch 25 Ohm 0,04 Siemens, 1 durch 50 Ohm 0,02 Siemens und zähle diese 3 Werte zusammen. Es ist also 1 geteilt durch Rg gleich 0,16 Siemens. Das ist aber nicht der Gesamtwiderstand, wie viele Auszubildende dann am Ende hinschreiben, sondern das ist ja der Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Wir sehen das hier, das ist der Kehrwert des Gesamtwiderstandes. 1 durch R Gesamt ist gleich 0,16 Siemens. Und deshalb muss ich nun den Kehrwert dieses Wertes nehmen, um auf den Gesamtwiderstand zu kommen. Das heißt, der Gesamtwiderstand ist gleich 1 geteilt durch 0,16 Siemens gleich 6,25 Ohm. Und wir sehen hier auch, dieser Wert ist kleiner als der kleinste einzelne Widerstand, nämlich kleiner als 10 Ohm. Sollten Sie hierbei noch Schwierigkeiten haben, so empfehle ich dringend, das einmal selber in den Taschenrechner einzugeben und das einzuüben, sonst geht das regelmäßig schief. Um nun diese Schwierigkeiten zu vermeiden, die bei der Anwendung des Kehrwertes in dieser Formel entstehen, kann ich diese Formel nun auch auf den Gesamtwiderstand umstellen. Wir sehen das Ergebnis an dieser Stelle. Ich persönlich habe mir diese Formel auswendig gemerkt, sodass ich sie bei Bedarf jederzeit anwenden kann und somit erspare ich mir hier die lästige Umrechnerei mit dem Kehrwert. Ich stelle nun also diese Formel auf diese Formel um. Wir sehen hier die ursprüngliche Formel 1 durch Rg ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Diese beiden Brüche kann ich nun nicht miteinander addieren, da sie nicht den gleichen Nenner haben. Und ich stelle jetzt quasi mit Gewalt durch Erweiterung des Nenners gleichnamige Nenner her. Das heißt, diesen Bruch erweitere ich im Nenner mit R2 und somit muss ich auch im Zähler mit R2 erweitern. Den zweiten Bruch erweitere ich im Nenner mit R1 und somit muss ich auch den Zähler mit R1 erweitern. Jetzt habe ich aber den Effekt erzielt, dass beide Nenner gleichnamig sind und somit kann ich sie aufaddieren und
Es wird ein einziger Nenner daraus. Im Zähler steht nun R1 plus R2, R1 plus R2. 1 durch R Gesamt beträgt also R1 plus R2 geteilt durch R1 mal R2. Ich möchte nun aber nicht den Kehrwert berechnen, sondern R Gesamt. Und das gelingt mir dadurch, dass ich auf beiden Seiten dieser Gleichung jeweils den Zähler mit dem Nenner vertausche. Ich bilde also quasi auf beiden Seiten wiederum den Kehrwert. Aus 1 durch Rg wird somit Rg geteilt durch 1. Das ist nichts anderes als Rg. Und auf der rechten Seite muss ich ebenfalls Nenner und Zähler miteinander vertauschen. Und damit wird daraus R1 mal R2 geteilt durch R1 plus R2. Und somit habe ich diese Formel auf diese Formel umgestellt. Diese Formel kann ich aber nun nicht einfach erweitern auf 3 Widerstände. Ich kann also nun nicht einfach das Ganze auf 3 Widerstände anwenden, indem ich hier oben nochmal mit R3 multipliziere und hier unten R3 hinzuziehe. Das werde ich nun im Folgenden zeigen. Um nun eine Formel zu finden, die mir direkt den Gesamtwiderstand angibt für 3 parallel geschaltete Widerstände, stelle ich nun diese Formel auf R Gesamt um. Das Prinzip ist nun genau das gleiche wie vorhin bei 2 Widerständen. Ich muss jeden Nenner so erweitern, dass alle 3 Nenner gleich sind. Das mache ich im ersten Bruch dadurch, dass ich mit R2 mal R3 erweitere. Im zweiten Bruch muss ich mit R1 mal R3 erweitern. Und im dritten Bruch, hier müsste R3 stehen, muss ich mit R1 mal R2 erweitern. Damit sind alle 3 Brüche gleichnamig. Ich kann sie auf einen Bruchstrich schreiben und die einzelnen Summanden hier oben zusammenzählen, sodass sich daraus diese Gleichung ergibt. Das ist aber wiederum der Kehrwert des Gesamtwiderstandes und ich muss nun auf beiden Seiten wieder Zähler und Nenner vertauschen und komme damit abschließend genau zu dieser Formel. Ja, das waren nun einige Formeln und eine Menge Betrachtungen zur weit verbreiteten Parallelschaltung. Ich hoffe, Sie konnten meine Gedankengänge nachvollziehen und ich hoffe natürlich, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.